und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin und ich wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld. Aber die nächsten 6 Tage werde ich nicht in Bielefeld verbringen, sondern auf Mallorca. Ich hatte das in einer meiner Folgen angekündigt. Ich werde dieses Jahr nach Mallorca fliegen und die Reise steht an. Und zwar morgen geht es los. Der Koffer ist fast gepackt. Und natürlich hat sich die Frage gestellt für mich, was nehme ich mit? Und zwar, ach ja, genau, ich habe mich vorgestellt, aber ich habe nicht genau gesagt, worum es eigentlich in diesem Podcast geht. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und ja, euch fragt, ist dieser Podcast für euch interessant? Wenn ihr euch fürs Stricken interessiert, dann könnte der Podcast für euch interessant sein. Manchmal spreche ich in meinem Podcast auch über meinen Hauptberuf, mit dem ich quasi mein Strickhobby finanziere. Das ist das Übersetzen und Entwicklung von Übersetzerkursen. Aber also über die Entwicklung von Übersetzerkursen habe ich bisher noch nie gesprochen in dem Podcast, außer dass ich es genannt habe. Über das Übersetzen habe ich schon mehrfach gesprochen. Die Folgen findet ihr, wenn ihr meine Videos durchguckt. Da steht das normalerweise in dem Titel direkt gut erkennbar, in welchen Folgen es auch ums Übersetzen geht. Aber in jeder Folge geht es auf jeden Fall auch ums Stricken. Und in dieser Folge wird es sicherlich vorwiegend ums Stricken gehen. Und ich werde versuchen, diese Folge als eine Art Vlog, also mein Reisevlog, aufzubereiten. Ich habe gestern schon ein paar Aufnahmen hier in Bielefeld draußen gemacht. Die habe ich wahrscheinlich schon eingeblendet oder ich werde sie einblenden irgendwann halt, wo es beim Bearbeiten des Videos dann passt. Und heute nehme ich meine Überlegungen auf, meine Vorbereitungen auf die Reise und und spreche darüber, was ich mitnehmen möchte, über meine Bedenken, meine Überlegungen, die Quälerei, der ich die letzten Tage ausgesetzt war, während ich mir überlegt habe, was nehme ich mit? Und zwar, was nehme ich mit im Handgepäck und was nehme ich so mit, dass das halt in dem abgegebenen Gepäck ist und ich dann auf Mallorca das weiterstricken kann. Grundsätzlich habe ich natürlich einige Einschränkungen. Wir fliegen, das heißt, wir sind gewichtstechnisch eingeschränkt und platztechnisch. Ja, ich kann nicht so große und so schwere Sachen mitnehmen, die ich vielleicht gerne im Urlaub stricken würde, weil eigentlich stelle ich mir das so vor, dass ich dort recht viel Zeit haben werde zum Stricken, weil ich zum Beispiel meinen Computer nicht mitnehme und dadurch auch nicht arbeiten kann, was ich auch schon mal im Urlaub machen würde, wenn ich mit dem Auto und dem Computer verreise. Aber ich nehme keinen Computer mit, ich nehme kein Gerät mit dem ich gescheit arbeiten kann und damit werde ich maximal telefonieren, aber halt nicht wirklich arbeiten. Und ja, die zweite Überlegung, beziehungsweise die Platz- und Gewichtsüberlegungen sind quasi da, die sind gegeben. Ich bin also eingeschränkt in der Anzahl und dem Umfang der Strickprojekte, die ich mitnehmen kann. Dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt was Großes stricken möchte, könnte ich ja was Neues anschlagen und das mitnehmen und auf Mallorca dann halt richtig schön Fortschritt schaffen. Aber ich möchte nichts Neues anschlagen. Das ist überraschend. Ich schlage nämlich sehr gerne was an, aber irgendwie erdrücken mich meine momentanen laufenden Strickprojekte irgendwie mittlerweile. Und ich möchte einfach mehr Sachen zu Ende stricken. Ich habe in den letzten Tagen intensiv an verschiedenen Sachen gestrickt, weil ich ja so ein bisschen in Hektik verfallen bin und wollte irgendwie irgendwas fertig stricken. Ich habe gestern ein kleines Tuch fertig gestrickt. Das werde ich aber irgendwann später zeigen, weil das momentan noch badet und ich das später rausholen muss. Vielleicht mache ich ein Foto, wenn ich das schön gespannt habe. Dann blende ich das hier ein. Aber eigentlich mache ich das, glaube ich, lieber nach dem Urlaub, wo ich das zeige und darüber spreche, weil das eine sehr interessante Konstruktion ist. Und auch ein sehr schönes Garn. Deswegen sollte das Tuch auch wirklich einen gescheiten Platz in meinem Podcast finden, finde ich. Ja, also die Überlegungen gehen weiter. Also, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach ja, genau, doch, ich weiß, wo ich anfangen soll. Das Wichtigste war für mich die Entscheidung, was nehme ich
im Handgepäck mit. Ja, wir fliegen ungefähr 2,5 Stunden. Wir werden am Flughafen eine Zeit lang wahrscheinlich irgendwie warten müssen. Und wir werden vom Flughafen mit einem Transferauto oder Bus oder was auch immer, also vom Hotel abgeholt werden und da vielleicht, weiß nicht, 30, 40 Minuten, maximal 30, denke ich, fahren müssen. Das ist nämlich in der Nähe von Palma, wo wir wohnen. Aber auf jeden Fall hier und da ergeben sich einige freie Minuten, in denen man sitzen muss und nichts anderes machen kann, außer das Kind unterhalten und stricken. Ja, also hier mein unzufriedener Hund, der offensichtlich verstanden hat, dass ich vom Urlaub spreche, bei dem er leider nicht dabei sein wird. Er wird aber gut untergebracht bei meinen Eltern. Von daher ist das, glaube ich, hoffe ich, für ihn jetzt nie so ein katastrophaler Abschied. Der wohnt immer wieder bei ihnen, wenn wir verreisen. Von daher wird das jetzt okay sein, denke ich. Aber er hat seine Unzufriedenheit schon mal geäußert. Ja, genau. Die Frage nach dem, was nehme ich mit ins Flugzeug? Und zwar ist das ja so, dass man keine spitzen Gegenstände mitnehmen darf, die irgendwie als Waffe ausgelegt werden können. Das heißt, dass ich keine normalen Metallnadeln mitnehmen kann, mit denen ich ja mit Folie bestricke. Ja, die sind 13 cm. Ich habe normalerweise Haya-Haya-Nadeln oder Chiagus. Insbesondere die Haya-Haya sind sehr spitz und könnten wirklich als gefährlich ausgelegt werden. Daher habe ich auch von anderen Podcasterinnen schon gehört, sollte man lieber günstigere Nadeln nehmen, beziehungsweise Holznadeln. Ich habe keine günstigeren Nadeln mehr, also günstig, meine sind jetzt normal teuer. Ja, ich habe als Holznadeln Knit Pros und Lückennadeln und mit den Lückennadeln stricke ich sehr gerne. Und die Lückennadeln habe ich teilweise in kürzerer Variante, die sind 8 cm, glaube ich. Also werde ich ein Strickprojekt mitnehmen. Ach nee, ja, ist eigentlich gar nicht richtig, was ich hier gerade sage. Ich wollte eigentlich ein Strickprojekt mitnehmen, dass ich mit den kürzeren Lückennadeln stricken kann. Ich habe aber eins auf den Nadeln und das lag sehr lange und ich würde das gerne fertig stricken. Das zeige ich gleich, um welches es geht. Das ist aber an normal langen Lückennadeln und ich habe, glaube ich, diese Nadelstärke nicht in kürzer. Muss ich nochmal prüfen. Aber auf jeden Fall zeige ich gleich dieses Projekt. Und ja, also Holznadeln nehme ich mit, die schraube ich aber ab von dem Seil und lege die Nadeln in eine Federmappe. Moment. So, ich zeige schon das Projekt, habe ich gerade geholt und die Federmappe habe ich auch geholt. Ja, also das ist meine Federmappe, eine ganz normale, also nichts Besonderes, da ist was rausgefallen. Genau, also hier liegen ganz normale Stifte, also sowas liegt hier, sowas, also schon mal Sachen, also Stifte mit Metallteilen dran. So etwas, ja, also halt eine normale Federmappe. Und da lege ich meine abgeschraubten Lückennadeln rein. Das sind diese hier. Ja, die sind normal lang. Das ist irgendeine Art von Holz. Ich habe jetzt vergessen, welche genau das sind, aber das sind halt ganz normale Lückennadeln. Und jetzt hat sich das hier alles verfangen. Und ich habe hier ein leuchtendes quasi Projekt auf den Nadeln. Das ist sowas. Die Farbe finde ich so toll. Ja, die ist eigentlich, egal wie sie gezeigt wird, ist sie richtig. Ich glaube, das ist so eigentlich, wie sie in echt aussieht. Aber sie ist halt einfach nur knallig. Himbeerfarben oder so, wie man sie auch nennen mag. Ich muss mal gucken. Ich habe aber ich habe hier keine. Ich habe keine Banderole. Und ich werde das raussuchen, welches Garn das ist. Oder ich gucke mal jetzt. Ich schaue mal jetzt, ob ich das finde. Wenn ich schon mal dabei bin, das aufzunehmen, sollte ich tatsächlich auch schauen, dass ich alles sagen kann.
So, ich habe für mich auch schon mal ein Oberteil aus diesem Garn gestrickt. Ich hatte zu viel eingekauft, aber so, das ist Lana Grossa Ecopuno, Lana Grossa Ecopuno in Farbe Himbeere, Nummer 36. Und das sind hier steht nicht, ich schau mal, ob ich das finde. Da sind 215 Meter auf 50 Gramm, also etwas dünner als Fingering oder halt Light Fingering. Und das ist Baumwolle, 72% Baumwolle, 17% Merino und 11% Alpaka. Ja, das ist recht weich. Alpaka spüre ich, ja, ich bin ja nicht so der Alpaka-Typ. Ich mag Alpaka nicht so gerne, aber ja, deswegen lag wahrscheinlich das Strickstück auch ganz lange. Wie gesagt, ich hab mal einen Teststrick für eine Designerin mit diesem Garn gestrickt. Das war eine Notlösung, weil ich kein anderes Garn fand. Das war irgendwie, ich traf die Maschenprobe einfach nicht. Also habe ich das gekauft. Also ich merke gerade, mein Gesicht ist auch ganz rot im Vergleich, also neben diesem Garn. Und dann habe ich zu viel gekauft und ich habe halt einiges noch über gehabt. Also habe ich, als ich fertig war mit dem Teststrick also in meiner Größe, habe ich für meine Tochter etwas Ähnliches, aber mit einer anderen Konstruktion angeschlagen. Ja, also das ist einfach nur so eine Standardkonstruktion Rundpasse mit ein bisschen Muster wie in diesem Teststrick. Ich werde den Teststrick bzw. das Projekt verlinken, damit ihr euch ja, die echte, oder ich werde die hier auch einblenden. Und ich habe hier anderes Bündchen bzw. anderen Halsausschnitt gemacht. Ich habe ja, halt Rundpasse gemacht. Das war bei dem Teststrick nicht so. Ich habe bis, ja, halt fast schon fertig mit dem Körper bin ich. Und das möchte ich im Flugzeug fertig stricken. Und dann mache ich, wahrscheinlich, wenn wir angekommen sind, mache ich hier die Ärmel fertig. Also das werden kurze Ärmel bleiben, sodass meine Tochter dieses T-Shirt quasi vielleicht sogar auf Mallorca schon tragen kann. Oder zumindest, wenn wir zurück sind, über einem normalen T-Shirt oder über einem Hemd. Das ist nämlich, wie gesagt, leicht, aber trotzdem sehr warm. Also angenehm warm. Das ist ja viel Baumwolle. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel... Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist das einiges mit Baumwolle und ja, dafür habe ich mich also entschieden, für das im Flugzeug zu machen, zu Ende zu stricken. Und ja, dann habe ich lange überlegt, was nehme ich mit, um das auf Mallorca zu stricken. Ich stelle mir das so vor, ich bin sehr gespannt, ob sich das auch so umsetzen lässt. Ich stelle mir das so vor, dass ich jeden Abend ausführlich Zeit haben werde, um mehrere Stunden am Stück zu stricken. Also dachte ich, aber ich möchte mich mental erholen und deswegen werde ich wahrscheinlich abends einfach mal Podcasts schauen. Ich habe auch einen Übersetzer-Podcast im Kopf, bei dem ich mir einige Folgen anschauen wollte, aber normalerweise bin ich in meinem Alltag abends so müde, dass ich nichts mir angucken möchte, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Ich liebe zwar das Übersetzen, aber ich kenne mich. Ja. Wenn ich mir einen wenn ich mir einen Übersetzungspodcast anschaue auf YouTube oder eine Übersetzungssendung oder was auch immer, dann ist das für mich immer wie eine spannende Weiterbildung und mein Gehirn, ja, versteift sich direkt da drauf und macht daraus eine neue Idee, die ich im Beruf umsetzen kann oder halt freiberuflich umsetzen kann. Das heißt, wenn ich mir sowas angucke, dann fange ich an, E-Mails an mich zu schreiben, damit ich keine Notizen per Hand machen muss, sondern aber trotzdem irgendwo meine neuen Ideen ablegen kann. Ja? Das heißt, da entstehen neue Buchideen, da entstehen neue Kursideen, da entstehen Blogartikelideen oder was auch immer, weil ich halt was schaue und dann direkt die Zusammenhänge erkenne mit dem, was ich schon weiß oder mit dem, was für andere spannend sein kann. Und ja, das artet in Arbeit aus. Und das wollte ich, dazu bin ich nicht in der Lage abends in meinem normalen Alltag.
Und während ich das sage, merke ich, dass ich das vielleicht auf Mallorca lassen sollte. Aber ich gucke mal, ja. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich ein paar Folgen wenigstens mir anschauen kann. Und wenn dabei Ideen entstehen, dass ich sie dann halt an mich nach Deutschland maile und dass sie in Deutschland bleiben. Und ich aber so ein bisschen gedanklich weiterkomme und trotzdem mich also ausspannen kann und stricken kann. Ja, also viel stricken. Deswegen wollte ich ursprünglich dieses Projekt mitnehmen, das ich hier in einer wunderschönen, riesigen Lavier-Nähtasche aufbewahre. Und dieses Projekt kennt ihr schon, wenn ihr meine anderen Folgen schon mal geguckt habt. Ja, ich stricke hier den Anthology Throw, ja, also eigentlich ein Tuch, also ein rundes Tuch. Ich kann das nicht vollständig vollständig zeigen, weil das natürlich an zu kurzen Nadeln, also im Moment sieht das wie ein Sack aus. Das ist natürlich an kurzen Nadeln dran oder an einem relativ kurzen Seil, weil das ansonsten unbequem wäre zu stricken, wenn ich da mehrere Seile zum Beispiel miteinander verbinde. Wie zeige ich das denn am besten? Ich finde, das sieht wunderschön aus. So, das ist schön, schön, schön. So. Und ja, also eigentlich ist das Überwurf, soweit ich das aus dem Englischen übersetzen kann. Ja, Anthologienüberwurf. Ja, also so ein rundes Strickstück, das man als Decke, als Tuch, als Überwurf nutzen kann für eine Couch oder ein Bett oder Sessel oder was auch immer, für sich selbst natürlich auch. Und das stricke ich aus dem Adventskalender von Sakami vom letzten Jahr, also von 2022. Und ich finde, das ist Non-Superwash Merino Fingering. Also wie genau das heißt, weiß ich nicht. Ich werde das raussuchen und in der Beschreibung schreiben. Beziehungsweise das findet man auch in meinem entsprechenden Revelry-Projekt. Ja, ich will das gar nicht aus der Hand lassen. Das ist sehr angenehm. Ich stricke das unglaublich, also im Prinzip gerne. Nur kann ich das natürlich, also man muss schon bequem sitzen, wenn man das stricken möchte. Ja, weil es ist halt relativ viel Strickmaterial jetzt mittlerweile. Und dennoch wollte ich es mitnehmen im Koffer, den ich abgebe, damit ich die Decke oder den Überwurf vielleicht auf Mallorca tatsächlich fertig stricken kann. Ich habe noch 6 Ministränge, das waren 24 Ministränge und ein 100 Gramm Strang. Ich glaube, ich habe noch 6 über, oder? 1, 2. Nee, mehr als 6. Also an einem stricke ich noch und das sind diejenigen, die ich noch habe. Die sind ja ein bisschen herbstlich, aber ich finde trotzdem viele Farben sehr schön davon. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich habe noch 8. Aber von 24 halt, ja. So, das sind eigentlich schöne Farben. Die sind halt schön gefärbt, Non-Superwash, Merino, also weich und trotzdem angenehm anzufassen. Zum Beispiel sowas hier, das ist ja einfach nur toll, oder? Das ist einfach nur toll. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Ich habe übrigens, also Sakami Yarns sitzt ja in Großbritannien und es gibt auch schon für dieses Jahr Adventskalender. Sie hat eine recht große Auswahl an Adventskalendern und auch mehrere Varianten innerhalb der Wollqualitäten. Ich habe wieder einen ähnlichen Adventskalender bestellt. Ich denke mal, das werden definitiv andere Färbungen sein, aber da sind wieder 24 Ministränge, ein 100 Gramm Strang und das Ganze in Non-Superwash, Fingering, Merino. Ich freue mich sehr jetzt schon. Ja, das dauert natürlich noch ein paar Monate, aber naja. Ja, jedenfalls habe ich jetzt die letzten Tage intensiv daran gestrickt, weil ich dachte, ich nehme das mit und dann kann ich das zu Ende stricken. Und irgendwann dachte ich, vielleicht habe ich keine Lust, immer nur am gleichen Projekt zu stricken. Und das ist halt recht schwer. Also für so einen Koffer, das würde schon passen, aber ich weiß nicht. Ich neige dazu, dass ich mich dagegen entscheide. Vielleicht aber doch. Ja? Also jedenfalls steht das noch zur Debatte, dass ich diesen Anthology Throw mitnehme. Zur Auswahl stehen noch 2 weitere Projekte, die ich mitnehmen möchte. Also in den Koffer, den ich aufgebe.
ein Sommerprojekt. Das habe ich auch letzten Herbst vielleicht angeschlagen und einen Teil gestrickt und dann irgendwann einfach zur Seite gelegt, weil es halt zu kalt wurde und ich dachte, brauche ich dieses Jahr sowieso nicht, also letztes Jahr. Und hole ich mir im Frühling wieder raus und jetzt haben wir Frühling, jetzt hole ich das Projekt raus und nehme es höchstwahrscheinlich mit nach Mallorca und stricke da dran. Es ist halt im Moment relativ langweilig zu stricken, weil es einfach nur in Runden glatt rechts nach unten geht. So, ich bin gespannt, ob ihr das Projekt erkennen werdet. So, ich muss mal hier ein bisschen auseinandertüdeln. So, Moment. So. Diejenigen von euch, die das schon mal gestrickt haben, haben das Projekt sicher erkannt. Ich muss mal schauen, dass ich das vielleicht irgendwie so zeigen kann, dass das ein bisschen schöner aussieht. Also das lag jetzt wirklich den ganzen Winter im Schrank, schön in einer Projekttasche versteckt und hat auf den Frühling gewartet und wir haben Frühling. So, das ist hinten, also Rückenteil und das ist vorne. Genau, das ist die Cumulus Bluse oder ja doch Cumulus Bluse, also Cumulus Blaus von Petit Knit. Ich stricke mit dem in der Anleitung angegebenen Garn, soweit ich mich erinnern kann. Das ist Tinline. So, hier der Wollausweis, wobei das ja gar keine Wolle ist. In Farbe 6841. So, und die Zusammensetzung ist 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Ja, also Tinline heißt ja quasi dünnes Leinen. Das suggeriert, dass da mehr Leinen drin ist aber nicht schlimm. Das fühlt sich trotzdem sehr gut an. Also ich stricke nicht so gerne mit Nicht-Wolle. Ja, ich stricke schon am liebsten mit Wolle eigentlich, aber naja, für den Sommer braucht man auch schon mal Sachen, die nicht aus Schafswolle sind zum Beispiel. Also habe ich letztes Jahr schon eine Cumulus Bluse gestrickt aus so naturfarbenem Tinline. Und die hat sich so schön getragen, die habe ich wirklich so oft angehabt, dass ich dann, deswegen habe ich halt diese Farbe angeschlagen und schon so weit gestrickt und dann irgendwann war das halt zu kalt. Ja, also werde ich jetzt diese Bluse stricken. Diese stricke ich übrigens in einer kleineren Größe, als ich letztes Jahr gestrickt habe. Ich schaue mal, ob ich die Größe jetzt hier finde. Genau, ich habe letztes Jahr das in hell, hier ist ein Foto, vielleicht kann ich das so ein bisschen zeigen oder ich blende das nachher ein. Ich blende das Foto nachher ein, hier im Video. Genau, ich habe die Version damals in L gestrickt und die ist sehr oversizig. Also stricke ich jetzt in M. Ja, genau. Und ich werde, also die erste Version habe ich ja mit kurzem Arm gestrickt. Normalerweise ist ja die Bluse mit, ich glaube mit dieser Länge oder sogar, ja genau, also bis zum Ellenbogen. Ich habe quasi einfach nur die Rundpasse fertig gemacht, abgetrennt und dann direkt abgekettet. Und dieses Mal werde ich auch wieder so machen. Vielleicht mache ich ein kurzes Bündchen hier. Aber ich stricke die Länge, nicht so wie letztes Jahr, quasi normale T-Shirt-Länge, also so zwischen cropped und normal. Also bis zu dem, keine Ahnung, ungefähr bis zu dem kann ich nicht erklären, wie heißen, also über der Hüfte endet oder an der Hüfte endet quasi meine erste Version und diese Version werde ich aber wie eine Tunika stricken. Ja, ich werde jetzt anfangen, oder habe ich schon? Nee, ich werde jetzt anfangen, ja, so alle 5 cm an beiden Seiten Zunahmen zu machen, sodass das so eine leichte A-Form ist und dann stricke ich bis mir das Garn ausgeht. Ich habe noch, also bin noch bei dem ersten Knäuel, das sind, glaube ich, 50 Gramm. Wo steht das? 50 Gramm mit circa 220 Meter. Ja, also auch wieder Light Fingering. Ich stricke mit Nadel Nummer 3. Genau. Und ich habe noch 2 ganze und ach nee, das ist der zweite, glaube ich. Ist das der zweite? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss der zweite sein.
schwer zu sagen. Ja, auf jeden Fall stricke ich, bis mir das Garn ausgeht und dann ist das meine Länge. Ja, ich lasse ein bisschen was zum Abketten für die Ärmel und das war's. Ja, und das ist ein Projekt, das ich denke mal auf jeden Fall mitnehme. Und dann gibt es noch ein Projekt, das ich mitnehme, wahrscheinlich. Es sei denn, ich nehme den Anthology Throw mit. Und das ist wieder was Graues. Also wieder, weil ich in der letzten Folge etwas Graues angeschlagen hatte und wie verrückt gestrickt habe. Dazu erzähle ich was in der nächsten Folge. Hoffentlich ist das dann auch fertig. So, und hier stricke ich Folgendes. Das Modell erkennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist jetzt der Enkers Cardigan, aber für mich. Ja, ich habe ja einen Enkers Cardigan für meine Tochter gestrickt, den ich so die letzten paar Folgen gezeigt habe, aus Mondim. Verzeihung, wenn die Geräusche stören. Da sind meine Nadeln natürlich auf dem Tisch. Ich sitze wie immer an meinem Esstisch im Wohnzimmer. Das hat sich jetzt bewährt so ein bisschen. So, ich zeige das vielleicht ein bisschen besser. So sieht das aus. Ich habe hier auch wieder zuerst eine größere Größe angeschlagen und dann war das viel zu groß, also habe ich wieder eine kleinere Größe angeschlagen. Ich sollte vielleicht anfangen, Maschenproben zu machen. Ja, jedenfalls bin ich ja schon recht weit. Ja. Und hier stricke ich auch leicht ausgestellt, wirklich ganz leicht ausgestellt, weil meine Hüften halt breiter als die Schultern sind. Und damit das nicht spannt um den Bauch bzw. um die Hüften irgendwie sich auseinanderzieht, das ist ja ein Cardigan mit Knöpfen, das sieht dann unschön aus. Also damit das nicht passiert, stricke ich halt immer wieder so eine leicht ausgestellte Form. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu weit ausstelle, damit es auch gescheit aussieht. Ja, das stricke ich mit Nadeln, bevor ich es vergesse, 3,25 mm. Und aus dem folgenden Garn, jetzt muss ich mal schauen, wie immer, doch hier ist das, genau, das ist Rosy Merino Wool, jetzt habe ich wieder Chique Merino Joy. Und das ist ein Sportweight Garn, soweit ich mich erinnern kann. Genau, 320 Meter auf 100 Gramm. In Farbe Melange Pure, also 257. Das ist, soweit ich weiß, ungefärbtes Grau. Ja, Merino aus Portugal steht hier. Und das ist die weichste Merino-Wolle, die mir untergekommen ist. Wirklich die weichste. Die ist zu weich, um wahr zu sein. Ich wurde an irgendeiner Stelle gewarnt, dass sie relativ stark pillen wird. Ich bin gespannt. Sie ist aber einfach nur, ja, also daraus kann man wirklich Unterwäsche stricken. Ja, also wirklich. Oder Nachthemd. muss nicht unbedingt Unterwäsche sein, Nachthemd. Weil ich glaube, man muss per Hand waschen. Ja, 30 Grad steht hier. 30 Grad Waschmaschine. Auch gut. Ja, ich zeige nochmal hier den Rücken. Da sind so wunderschöne Farbübergänge, sieht man. Ja, also das ist einfach nur schön. Und bei diesem Cardigan, für diejenigen, die mit Enkers-Modellen von Petit Knit nicht so vertraut sind, ja, hier gibt es halt dieses typische Muster mit abwechselnd Rippenmuster, eine links, eine rechts, dann ein paar Reihen glatt rechts, dann wieder Bündchen, glatt rechts, Bündchen und zwischendurch wird halt immer, ja, wie bei einer normalen Rundpasse zugenommen. Und dann, wenn man mit diesem Muster fertig ist, dann macht man ein bisschen Raglan-Zunahmen. Ja? Ich habe hier andere Raglan-Zunahmen gemacht als in der Anleitung beschrieben. Das mache ich ja immer wieder, dass ich ja mir die Breite der Ärmel anpasse. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich immer nach unten oder nach oben anpasse, sondern ich probiere das Strickstück an. Und wenn ich merke, wenn ich weiter so zunehme, wie vorgeschrieben, wird der Ärmel zu weit, dann mache ich langsamer einfach.
oder ich lasse die Zunahmen ganz weg, oder wenn ich merke, dass es zu eng sein wird, dann überlege ich mir, wie ich damit umgehe. Also ob ich einfach nur quasi ein bisschen was vom Körper nehme für den Ärmel oder mehr Maschen unter dem Ärmel anschlage. Ja, und in diesem Fall habe ich halt hier einfach nur etwas andere, die Zunahmen etwas anders gemacht. Und das passt perfekt, also sitzt sehr gut. Ich denke mal, das Garn wird sich noch ein bisschen dehnen. Oder ich hoffe, dass das Garn sich ein bisschen dehnen wird, damit das noch besser passt. Ja, ich habe leider an dieser Stelle habe ich keinen Strang, um zu zeigen, wie das Garn im Strang ausgesehen hat. Also so sieht das halt jetzt gewickelt aus. Einfach nur sehr, sehr natürliches Grau. Sehr sauberes, natürliches Grau. Ja, das wird eventuell halt eins der beiden Projekte sein, die ich mitnehme. Genau, das ist das, was ich in den Koffer packe. Und dann packe ich in den Koffer auch noch so ein Täschchen mit verschiedenem Zeugs. Also für diejenigen, die daran interessiert sind, was ich so auf Reisen mitnehme, wenn ich mit Strickzeug verreise. Hier sind so verschiedene Sachen drin. Wenn man so reinguckt, dann sieht man, dass da sehr viel drin ist. Obwohl das Täschchen, das ist übrigens ein Papiertäschchen. Ja, also habe ich, das brauche ich nicht. Gut, dann machen wir auch jetzt eine Revision, ob ich alles brauche, was ich hier drin habe. Ich habe dann hier so ein kleines, eigentlich so eine Bonbonschachtel aus Metall, wo ich meine Maschenmarkierer ganz verschiedener Art aufbewahre. Und da liegt auch meine wunderbare Lieblingszopfnadel von Madame Benoit aus dem letzten Adventskalender. Die kann man aber mittlerweile so kaufen. Sie ist aus Silber und ich liebe sie. Ich liebe diese Zupfnadel. Ich überlege gerade, ob ich sie zu Hause lasse, weil eigentlich werde ich nichts mit Zöpfen mitnehmen. Ja, das ist vielleicht eine Überlegung wert, für den Fall, dass ich etwas verliere. Genau, die lasse ich zu Hause. Dann habe ich, also von wichtigen Sachen, ich werde jetzt keine Angst, ich werde nicht alles zeigen. Ich zeige nur die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht. Sondern habe ich eine kleine Schere. So eine, ja, eine Fadenschere. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welchem Canary steht hier. Ich habe das gekauft, also ich habe diese kleine Schere in dem Online-Shop von La Bien-Aimée bestellt, zusammen mit dieser großen Tasche. Ja, weil ich das sehr praktisch fand, gerade für Reisen. Dann habe ich hier diverse Stifte und so von Strick- oder beziehungsweise Häkelsachen in diesem Fall habe ich auch so ein Schlüsselanhänger Häkelnadelset. Also ich häkle nicht unterwegs, aber Häkelnadeln braucht man ja auch schon mal beim Stricken. Das ist ganz toll. Man muss nichts Langes mitnehmen. Man kann es in der Regel nicht verlieren. Ja, das nehme ich halt mit. Und ja, dann habe ich noch ein paar, nee, eigentlich sonst nichts Wichtiges. Zahlreiche lose Maschenmarkierer und Progress Keeper. Ja, und ein Set an oder ein Nadelspiel von von Xiaogu. Das lege ich auch raus, das brauche ich unterwegs nicht. In 2,5. Vielleicht stricke ich Socken. Ich stricke Socken normalerweise eigentlich nicht mit. Nee, ich nehme mal das Set mit. Wer weiß, wofür ich es brauche. Ja. Genau. Das ist das gepackte Zeug, das ich mitnehmen werde. Habe ich noch irgendwas, was ich euch erzählen möchte? Nein, im Moment habe ich nichts. Ja, das war das erste Video aus meinem Mallorca-Vlog, sage ich mal, oder Mallorca-Strick-Vlog. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich das Video zu schneiden und hochzuladen. Und ja, den Rest von meiner Reise seht ihr dann im nächsten oder in den nächsten Videos. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.